wir sind Senka und Marco. Heute zeigen wir euch ein Video über die Weinlese in Baden-Württemberg. Also kommt mit! Wir laufen jetzt gerade durch die Weinfelder direkt am Bodensee und wir haben heute das große Glück, bei einer Weinlese dabei zu sein. Da vorne werden wir jetzt gleich den Herrn Mohr treffen und er wird uns ein bisschen was über die Weinlese erklären. Ja, ich bin der Uli Mohr, bin Winzer mit Winzergenossenschaft Mirsburg, betreibe 6,4 Hektar Weinbau. Ja, und im Augenblick sind wir in der Weinlese in der Sorte Bacchus. Und wie viel Liter Wein produzieren Sie so im Jahr? 54.000, 56.000 Liter gibt es am Endeffekt Ertrag. Aber wie gesagt, es ist von Jahr zu Jahr verschieden. Es gibt noch ein bisschen mehr. Dann gibt es ja auch einfach keine. Die Natur ist einfach so. Vielleicht können Sie mir jetzt noch mal zeigen, wie man jetzt genau diese Trauben erntet. Ja. Worauf man da genau achten muss. Ja, also, man nimmt die Traube möglichst so unten, dass wenn eine weggeht, damit die in die Hand reinfällt. Sonst liegt sie auf dem Boden, was ja nicht Sinn und Zweck ist. Also wenn es geht, immer so schön die Hand runterhalten und dann einfach mal ein Blatt vielleicht wegmachen, dass man dazu sieht. Man muss ja auch manchmal freilegen, gell? Und dann zwickt man es raus, wenn es so gut ging. Wir schauen, dass also möglichst keine Fäulnis dabei ist. Ja. Und hier bei diesen, wo praktisch die Fäulnis begonnen hat, da müssen wir einfach wie hier, die machen wir so raus. Weil dieser Pilz, der bringt ja kein Aroma. In der Hoffnung, dass es so süß ist. Man schmeckt, Bisschen sauer und süß. man schmeckt das Aroma von der Bacchustraube, das kommt raus. Wenn man jetzt einen Wein dazu hätte, als Pendant zum Bleiberbier, würde man sagen, okay, das ist eindeutig, kommt das Aroma rüber. Gell? Kann man also jetzt schon schmecken, dass der Wein dieses Jahr gut wird? Doch, ich denke schon, weil wir haben jetzt zum Beispiel gerade im Augenblick hier das Glück, dass vom Reifestadium gerade passt. Also die Witterung mit Maß könnte ja sein, dass es regnet, dann wird es uns natürlich hinter rausschieben, dann würde ja im Endeffekt mit Fäulnis die Qualität schon drunter bleiben. Also der Erntezeitpunkt ist eigentlich genau der richtige. Ja. Ich probiere gleich auch mal, ja. Es ist Spaß. Also könntest du dir vorstellen, das den ganzen Tag zu machen? Nicht ganzen Tag, aber Halbtag oder 2-3 Stunden. Ah, das machen wir noch. Sonst haben wir der Tisch zu voll. Da wo wir hingehört, kein Spätzle haben wir. Und der Wein darf natürlich nicht fehlen. Der gehört dazu und zwar haben wir jetzt tatsächlich auch der Wein, den wir jetzt ernten. Zum Wohl miteinander, gell? Zum Wohl. Zum Wohl. Du, echt? Der ist aber jetzt Jetzt schöpft es kalt. lieblich ausgebaut. Man merkt, also dann gibt es auch trocken, also sprich mit weniger Zucker. Ja. Ja, man schmeckt den Zucker auf jeden Fall. Ja, das ist ein richtiger Käse, so muss es sein. Der muss... Kein Problem mit der Fingerteile. Oh, schön machen wir heute. Ja, so arm sind wir heute. Es gibt keine Käsespätzle im Norden. Also es kommt aus Baden-Württemberg, Käsespätzle. Aber man isst es natürlich im Norden auch. Ja, ja wahrscheinlich, wir wiederholst du immer nicht. Wohin fahren wir Wir jetzt? fahren jetzt runter zur Kellerei. Wir fahren die Kellerei runter und da wird das dann abgenommen und gewogen und der Zuckergehalt festgestellt. Das machen wir jetzt. Ich selber arbeite erst seit 1994. Okay. Da ich vorher war ich Bankkaufmann. 24 Jahre gelernter Bankkaufmann und bin dann wieder zurück im Betrieb 1994. Okay. Kollege, Das ist auch dein Pilz? das Staatsweingut, Konkurrenzunternehmen. Ah, okay. Aber guter Kontakt. Sohn arbeitet dort. Ah, okay. So in der Nähe. Ja, genau. Also die Trauben, die wir jetzt gerade gepflückt haben, die werden jetzt verladen. Und was passiert dann mit denen? Die werden jetzt reingenommen in die Kellerei
ins Kelterhaus reingenommen und als erstes wird sie gewogen, das Nettogewicht, also der Füllinhalt festgestellt. Und von da aus geht es dann in die sogenannte Abführmühle und wird praktisch das Stielgerüst von der Traube getrennt. Okay. So. Wie Und viel ist jetzt in so einer Tonne drin? das sehen wir jetzt hier. In der sind jetzt 297,5 Kilo drin. Ja. Da sieht man jetzt praktisch die Maische, das zerquetschte Traubenmaterial. Aber wir schaffen das noch. Wir bringen halt gleich, das ist eine Katastrophe. Abführmühle heißt, so ein Igel tut quasi die Bärchen von den Rappen trennen und die zwei Walzen quetschen dann quasi die Bärchen auf, sodass wir dann Fruchtfleisch und Fruchtsaft haben. Und somit kann dann der Pressvorgang eingeläutet werden, der dauert ungefähr 2,5 Stunden. Das musst du dir so vorstellen, es ist wie als ob ein Leintuch drinnen wäre und dann wird es langsam zugedrückt, Saft läuft raus. Das Ganze wird erstmal aufgefangen, ja, das sind so 16.000er Tanks und dann geht es in die Weiterverarbeitung. Da kommen wir jetzt quasi rein. Du siehst im Prinzip, jetzt werden die Tanks kleiner. Was du jetzt hier siehst, das sind alles Gärtanks. Hier sind dann also die Weine im Naturprodukt Wein drin, wo der Fruchtzuckergehalt abgebaut wird und der Gärprozess eingeleitet wird. Wir werden mit Sicherheit eine gute Qualität einhaben. Das ist so. Wir sind selber überrascht. Ja. Und wie sieht es aus mit dem Eiswein? Gibt es den dieses Jahr? Ist bislang noch nicht entschieden worden, ob man einer macht. Es ist ja immer ein Risiko, kriegen wir diese Minustemperatur, dass man einer machen kann. Bislang hat man noch nichts entschieden worden, ob einer machen. Das war unser Video über die Weinlese in Baden-Württemberg. Das nächste Video handelt von der Elbphilharmonie in Hamburg. Wir hoffen darauf, euch nächste Woche wiederzusehen. Liebe Grüße vom Bodensee.